Lugano die Swiss Harley Days. Da gehen wir jetzt hin. Lugano befindet sich im Tessin, also fahren wir jetzt Richtung Italien südwärts bei strahlend bestem Wetter, Temperatur knapp über 20 Grad, ideale Bedingungen. Die Länge der Strecke beträgt ungefähr 220 Kilometer und das Ziel ist etwa um 3 Uhr da zu sein, weil um 4 Uhr beginnt ein Rideout und den will ich natürlich mitmachen. Also jetzt geht es zuerst entlang dem Halwilersee, dann kommt der Waldeckersee und dann geht es entlang Luzern auf die Autobahn und durch das Gotthardtunnel und dann runter ins Tessin nach Lugano. Unfall. Seltsamer Unfall. Jetzt geht es dann gleich auf die Autobahn. Dann sind es bis Lugano etwa 170 Kilometer. Hoffentlich ist der jetzt nicht 20 Kilometer lang. Sonst wäre es das gewesen mit meinen Plänen. Das wäre wirklich schlimm, wenn es hier schon Stau hat. Hier sind wir vor Luzern, das wäre... Oh. Aber solange es rollt, ist es nicht so schlimm, wenn es da mal steht. Boy. Oh, wenn die das können, kann ich das auch. Ist, glaube ich, verboten. Hier ist zwar ein Autobahnkreuz, vielleicht ist das der Grund für den Stau. Es hat jetzt auch schon einige ausländische Nummernschilder hier. Ich fürchte, das ist schon der Urlaubsverkehr, der hier alles verstopft. Der Verkehr lockert sich ein wenig auf, ich habe Hoffnung. Aber ich muss nachher mal einen Stopp machen und gucken, wie viel Kilometer Stau im Gotthard ist. Tolle Aussicht! Wenn die Einfahrt Köschenen gesperrt ist, bedeutet das, dass es auf der Autobahn Stau hat. Bei der nächsten Gelegenheit muss ich mal stoppen und die Verkehrslage prüfen. Aber mir schwant Böses. So. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wie ich befürchtet habe, 4 Kilometer Stau. Boy, das sind knapp eine Stunde Wartezeit, würde ich schätzen. Klar könnte ich dazwischen den Kolonnen durchfahren, aber das liegt mir nicht, echt nicht. Die Alternative wäre über den Gotthardpass. Ich habe mich jetzt entschieden, über den Gotthard zu fahren. Der Kluge reist im Zuge. Yep. So, das ist jetzt der Ausstieg zum Gotthardpass. So, schön anständig fahren. In der Schweiz ist zu schnelles Fahren sehr teuer. Ist doch erstaunlich, dass nicht mehr Leute den Stau umfahren wollen und die Passstraße nehmen.
Angenehm zu fahren, macht Spaß. Das ist die Autobahnbrücke da oben. Und da sieht man, wie alles steht. Ho, ho, ho. Jetzt sieht man sie in der ganzen Pracht. Stau! Das Timing von diesem Event ist nicht so ideal. Das hätten sie 2-3 Wochen früher machen sollen. Jetzt ist es schon voll im Urlaubsverkehr. Da, guck mal diese Brücke. Das ist der Original Gotthardweg. Boah, nicht schlecht hier mit dem Fahrrad. Respekt. Das ist eine ganz spektakuläre Strecke, der Gotthardpass. Aber eigentlich ging es mir jetzt nicht so sehr um die schönen Landschaften zu genießen, sondern ich wollte zügig nach Lugano kommen. Das hier ist die Teufelsbrücke, aber jetzt habe ich keine Zeit zum Stoppen. Aber wenn ihr mal hier vorbeikommt, dann unbedingt anhalten und anschauen. Von Andermatt aus hat man die Möglichkeit, über 3 Alpenpässe zu fahren. Also jetzt hier, diese Richtung, das ist der Furka-Pass. Dann, ja, jetzt ziemlich da geradeaus, das ist dann der Gotthardpass und hier hinten, das ist der Oberalppass. Also hier sind wir schon mitten in den Alpen, viele Möglichkeiten, wunderbare Gegend. So, jetzt rechts ging es weg zum Furka-Pass. Aber ich gehe natürlich geradeaus, weil ich will ja ins Tessin, nach Lugano. Das ist wirklich ein sehr schöner Pass. Wunderbar ausgebaute Straße. Herrlicher Ausblick. Und tada, der Gotthardpass, yeah! Jetzt habe ich nicht mal gesehen, wie hoch der ist. Glaube ich 2200 Meter oder so. Ich schreibe es dann noch hier. Hier gibt es noch ein Restaurant und ein ganz berühmter Aussichtspunkt. Aber ich habe keine Zeit. Sorry. Nächstes Mal. Da unten, da ist Tairolo. Da gehe ich dann wieder auf die Autobahn. Ja, hier darfst du nicht auf die Autobahn. Weil von der Gegenseite, jetzt von der Südseite, hat es eben genauso Stau. Und dann sind die Einfahrten jeweils vor dem Gotthardtunnel jeweils gesperrt. Also der Zeitunterschied zwischen durch den Berg und über den Berg ist etwa eine halbe Stunde gewesen. Ciao! Guck mal die Benzinpreise an. Normalbenzin 2,60 Franken, Diesel 2,71 und der Franken ist jetzt 1:1 zum Euro. ...261 Kilometer, 11 Liter. Das ist ein Wahnsinnsschnitt. Ich blende es euch dann nachher noch hier oben ein. So, das ist jetzt
Welcome Riders, jawohl. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten hier nicht fahren. Stellst du das irgendwie so in YouTube oder sowas? Ja, echt? Das war jetzt noch anstrengend. Vor allem, weil es so langsam ging, zum Teil. Eis. Unfassbar schön hier, ne? Mache mich langsam auf den Nachhauseweg, dass ich etwa um Mitternacht zu Hause bin, wenn es nicht wieder Stau hat am Gotthard. Yeah, es ist noch da. Ist immer eine Freude, wenn sie noch da steht. So, mein Navi sagt um 11 Uhr zu Hause. Das bezweifle ich noch ein wenig, weil ich habe vorhin gesehen, dass vor dem Gotthard Richtung Norden 2 Kilometer Stau ist, aber bis ich da bin, ist das hoffentlich alles weg. Okay, gehen wir.
100 Meter, da waren es noch knapp 20 Grad. Jetzt hier drin im Tunnel sind es 35 Grad. Wir haben es geschafft. Yeah. Wunderschöne Abendstimmung. Es fühlt sich an wie im Urlaub. Jetzt nochmals Benzin holen und dann ist es gar nicht mehr weit bis nach Hause. Noch etwa 30 Kilometer. Yeah. Das sind genau 250 Kilometer mit wieder 11 Liter. Ja, schon super heute. Wahnsinn. Nicht schlecht, aber ich fahre auch sehr, sehr sparsam. Aber es zahlt sich aus, wenn das Benzin 2,30 kostet. Hui. So schön, wunderbar. Und es ist noch angenehm warm. Ich denke, es ist noch etwa über 20 Grad oder 20 Grad. Richtig schön. Wenn es nicht so stockdunkel wäre, würde man hier unten den wunderschönen Waldecker See sehen. Aber eben, dann stockdunkel. Ah, da drüben, da hat es ein Feuerwerk. Das war doch ein ganz herrlicher Ausflug. Würde ich das nochmals machen, 500 Kilometer für einen Motorrad-Event? Na klar, aber vielleicht das nächste Mal würde ich übernachten da. Weil heute Abend kommt noch eine ganze Reihe sehr guter Live-Musik und die hätte ich eigentlich gerne noch gesehen, aber dann wäre es wirklich richtig spät geworden. Egal, nächstes Mal. Okay, und tschüss.